Tag, die Sonne. Das Wasser ist total ruhig. Man sieht, wir haben das Beiboot gedreht aufgrund unseres Schiefstands durch die unterschiedliche Tankfüllung. Wir nehmen noch etwas Wasser und um 9:15 geht vorne die Brücke auf und dann geht es weiter. Pünktlich wie die Schneider, 10:15 Uhr geht die Brücke auf, aller Stunde, und wir fahren raus aus Middelburg. Heute ist es schon sehr warm. Wir haben heute Windstille. Und jetzt muss ich mich an meine Arbeit machen und die alle Fender wieder reinholen. Im Kanal ist uns jetzt die linke Maschine ausgefallen, warum auch immer. Und wir fahren jetzt erstmal mit einer Maschine weiter. Wir haben es ja nicht so weit bis zum nächsten Hafen. Sind nur von Middelburg bis nach Cortegene 21 Kilometer. Wir nähern uns wieder Fähre, der Schleuse, mit einer Maschine. Durch die Schleuse wird wieder spannend. Aber wir haben ja zum Glück noch Bugstrahlruder. Aber hier wäre wieder natürlich ein Heckstrahlruder besonders vorteilhaft. Haben wir leider nicht. Aber es ist richtig voll geworden hier. Wir stehen jetzt hier in Vierer rein. Aber die Schleusentor geht jetzt glücklicherweise zu. Ja, eine komische Schleuse hier. Wir sind mit einer Maschine, ist auch von der Seite aber kein Problem, gleich mit Bugstrahlruder und das Boot rumziehen. Wir haben die Schleuse passiert und fahren jetzt auf dem Fersemeer. Eine schöne Feriensiedlung ist hier entstanden. Wir sind noch am Bauen, aber es sieht sehr schön aus. Das Fersemeer ist ein schönes Freizeitsportgebiet für Motorboote, für Segler. Leider haben die Segler heute Pech, dass heute kein Wind ist. Aber mir gefällt das Revier hier sehr gut. Wir steuern langsam auf den Yachthafen Hortgene zu und man kann sehen, dass auch hier ein riesengroßer Campingplatz ist. Uns fällt auf, dass hier viele Belgier sind mit ihren Segelschiffen. In unserem Ziel angekommen, haben wir hier einen schönen Platz am Steg. Frank und Claudia stehen auch gleich nicht weit. Das hier ein riesiges Wassersportgebiet. Hier ist ein Gewusel, das erinnert mich so ein bisschen an Roermond, wo auch so viel los ist. Tankstelle gibt es auch da vorne gleich. Nach dem Anlegen wird erstmal gefrühstückt. Es war ein spätes Frühstück, aber das haben wir uns jetzt auch verdient mit einer Maschine bis hierher. Aber wir sind hier im schönen Hafen. Und neben der Anmeldung gibt es noch ein Volvo Penta Service Center. Wir kommen jetzt von Middelburg. Auf der anderen Seite gibt es den Bootsladen. Mit den Hafenrädern haben wir jetzt die Stadt erkundet, ein verschlafenes Dorf, und haben tatsächlich noch eine Reservierung für heute Abend bekommen, dass wir hier einen Tisch haben. Die meisten Lokale sind einfach voll. Das ist im Prinzip hier schon der Ortskern. Drüben auf der anderen Seite liegt unser Boot und hier ist die Hafeneinfahrt. Und hier drüben gibt es einen sehr schönen Grillplatz. Da kann man bei schönem Wetter wunderbar sitzen und grillen.
und aufs Wasser schauen. Toller Hafen. Hier gibt es sogar eine Grillhütte, wo man drinnen sitzen kann. Wir kümmern uns jetzt nochmal um die linke Maschine, warum die in Middelburg ausgegangen ist. Ja, ich habe hier die Entlüftungsschraube aufgemacht und nichts kam. Ich dachte immer, dümmer geht nimmer, aber es geht leider doch. Ja. In Middelburg haben wir ja beide Maschinen über den rechten Tank laufen lassen. Und danach habe ich zwar den Schalter in der Mitte wieder zugedreht, aber das Ventil hier auf der linken Seite leider nicht aufgedreht. Und ohne Sprit läuft der beste Motor nicht. Ja, jetzt habe ich nochmal hier entlüftet. Und dann kann man hier unten hier über diese kleine Handpumpe entsprechend den Diesel pumpen, bis er hier am Entlüftungsventil rauskommt. Wenn hier keine Luft mehr kommt, dann ist der Motor entlüftet und dann sollte er auch anspringen. Und jetzt läuft die Maschine wieder. Diesel gut, alles gut. Der Hafen ist wunderbar und gut ausgestattet. Drüben auf der anderen Seite gibt es auch noch mehr Häfen. Hier nebenan kann man auch reinfahren. Und hier in der Bootstankstelle ist Selbstbedienung. Der Dieselpreis mit 1,62 ist schon extrem hoch. Und der Super Plus kostet hier über 2 Euro. Das ist also eine der teuersten Tanken, die wir hier bisher gesehen haben. Unterwegs haben wir bisher für 1,40 und für 1,43 getankt, aber 1,62 ist schon ein ordentlicher Preis. Wer sparen will, der fährt hier die 21 Kilometer bis Middelburg und tankt dort direkt an der Hafeneinfahrt, aktuell für 1,40. Das ist der Plan von der Marina. Ich teste jetzt mal die Duschen. Das ist gleich da drüben. Das ist sehr praktisch vom Steg aus. Karte dran und schon drin. So. Waschmaschinen. Diesmal keine Miele. Wo sind die Männer? Ah, da hinten sind die Männer. Ah ja, das kostet Geld. Karte dran und dann geht's los. Die Duschen und die Anlage entsprechen normalen Standard, sind nichts Besonderes, aber sind sauber. Das Hafenrestaurant, gerne hätten wir heute Abend hier gegessen, haben wir aber leider keinen Platz bekommen. Es ist quasi sonntags nicht möglich, noch spontan irgendwo einen Platz zu kriegen. Wir müssen jetzt zum letzten Lokal im Ort. Erst da haben wir einen Platz bekommen. Hier gibt es lecker Kabeljau, Spare Ribs und zweimal Scheldehummer. Osterscheldehummer. Guten Appetit. Guten Appetit. Lasst es euch schmecken. In der Eaterie Let's Anders haben wir hervorragend gegessen. Das Restaurant können wir nur weiterempfehlen. Ist zwar am weitesten vom Hafen weg, aber dafür war es sehr, sehr lecker. Jetzt gehen wir zurück an Bord. Ein erfolgreicher Tag geht zu Ende. In Kotkene hat es uns gut gefallen. Wir haben alles erledigt. Die linke Maschine läuft wieder. War eigene Dummheit. Die rechte Maschine läuft seit Middelburg auch einwandfrei, sodass wir unseren Turn gut weiterführen können. Der Hafen hier ist toll. Allerdings muss man sagen, es ist doch sehr voll. Und wir haben erst Juni. Ich möchte also hier nicht im Juli, im Hochsommer, am Wochenende sein. Dann ist das Gewässer hier komplett überfüllt.
wer seine Turnplanung macht, der sollte hier sehen, dass er während der Woche mal vorbeischaut. Auch tanken macht hier keinen Spaß bei den Preisen. Ansonsten ist die Hafenanlage hier super. Das kann man also wirklich nur empfehlen. Und wenn ihr sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke, dann könnt ihr unsere weiteren Videos sehen. Tschüss.